Hallo Leute, ich bin Alexandra DO7YLA und wir befinden uns auf dem Funktag in Kassel. Ich bin am Stand des Draußenfunker und hier ist Harm DK4H. Und erzähl mal, was macht ihr denn mit eurem Ding? Ja, wie Draußenfunker der Name schon sagt, wir funken draußen. Ich persönlich wohne in Hamburg in einer Mietswohnung und kann da gar nicht großartig was aufbauen. Also Kurzwellenbetrieb oder sowas geht bei mir nicht. Deswegen bin ich ganz viel draußen unterwegs. Mein Equipment passt immer in den Rucksack rein, der ist immer gepackt und dann geht es raus in die Natur und dann funke ich von da weltweit mit anderen Stationen. Das ist toll. Und wie genau gestaltet sich das jetzt? Was genau habt ihr für Technik und so? Wir haben in der Regel Kurzwellengeräte und machen ganz viele Aktivitätsprogramme. Zum Beispiel Parks on the Air, Summits on the Air, WWFF, die dafür sorgen, dass man als Kurzwellenstation, als deutsche Kurzwellenstation auch interessant für andere Stationen ist und viele Kontakte hat. Und kann man da ganz einfach einsteigen oder wie funktioniert das? Definitiv, da kann man sehr einfach einsteigen. Auch das, was man an Equipment braucht, ist nicht viel. Da reichen kleine Selbstbaugeräte, QRP-Geräte, fertige Kurzwellentransceiver, ein Akku dran, eine Antenne kann man selbst bauen. Da haben wir auch gerade für Einsteiger auf unserer Website immer viele Anleitungen, die gerade die Einstiegshürde gering halten. Danach kann man immer mehr machen, aber gerade der Einstieg sollte einfach sein. Okay, und du hast hier Technik rumliegen. Zeig die mal, erklär mal, worum es da genau geht. Genau. Ich finde Amateurfunk mega spannend. Einmal Kurzwelle, aber auch andere Themen. Zum Beispiel die Fuchsjagd fand ich immer mega interessant und wollte das immer selber machen, aber auch für Nicht-Funkamateure. Also für Leute, die keine Lizenz haben im ISM-Band. Und mir fehlte immer der Empfänger. Und vor etwas über einem Jahr habe ich einen Vortrag gehört von einem anderen Funkamateur, der eine Firma gemacht hat für diese Quansheng-Funkgeräte, die nur empfangen kann. Das heißt, ich kann die auch nicht lizenzierten in die Hand drücken. Die können damit eine Fuchsjagd machen. Und ich habe kleine Sender gebaut, die im ISM-Band funken. Die gibt es bei Blinky Parts als Bausatz oder man kann bei AliExpress die Teile kaufen, hat das schnell selbst zusammengelötet und hat dann Spaß, draußen die Sender zu verstecken und wieder zu suchen. Das klingt nach einer Sache, die Jugendliche bestimmt sehr interessieren würden und auch für Einsteiger sehr geeignet ist. Definitiv. Ich biete das im Sommer in so einer Aktion Ferienpass zum Beispiel an, wo dann Kinder und Jugendliche die Funksuche machen und ganz schnell auch eigene Ideen entwickeln. So, wenn sie wissen, was man damit machen kann, so ein Team kriegt einen Sender und wir jagen die durch den Wald oder man muss den einsammeln und neu verstecken. Also sehr coole Sache, um da auch Nachwuchs zu gewinnen und Sachen auf die Beine zu stellen. Das ist super. Leute, würde euch das Thema interessieren? Schreibt es in die Kommentare. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag und sagen 73 vom Funktag in Kassel. 73.